Intro ist durch, da bin ich wieder, Bruce, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute im Review eine AK-74M, aber keine 0815 AK-74M, sondern was ganz Spezielles, und da freue ich mich total, denn ich habe hier die allererste von VFC produzierte AK-74M als Gas Blowback hier in meinen Händen. Stromfresser von VFC gibt es ja schon eine ganze Weile. Sie haben das 74er, das 105er Format in allen möglichen Varianten mit Klappschaft, ohne Klappschaft, Holz, Kunststoff, kurz, lang, alles im Sortiment. Aber die Gas Blowback hatte immer gefehlt und ich hatte mich auch wirklich gewundert, denn VFC bringt ja wirklich alles raus. Auch Exoten, wo man nie gedacht hätte, dass es mal als Gas Blowback kommt. Und ja, da war immer der Gedanke, warum machen die keine AK? Ja, 2023 war es soweit, da haben sie auf der MOA in Taiwan ihre Gas Blowback vorgestellt. 2024 auf der IWA durfte ich denn das gute Stück zum ersten Mal in den Händen halten und sogar schießen. Und da war natürlich das Verlangen, der Wunsch, diese Airsoft zu besitzen, riesig groß. Und apropos riesig, einen riesigen Dank. Den haue ich jetzt erstmal raus an die Firma Pfützner Waffen. Der Björn hat für uns hier diese VFC AK ins Land geholt. Zumal, bevor ich jetzt mit dem Review anfange, das muss ich jetzt auch nochmal loswerden, die Firma Pfützner Waffen. Ein kleiner, aber feiner Airsoft-Laden, der ja von einem Airsoft-Liebhaber, einen Enthusiasten, einen Gas-Blowback-Liebhaber geschaffen wurde, um uns Verrückten mit Sachen zu bedienen, wo man wirklich schon überlegen muss, wofür man sein Geld ausgibt. Er hat Sachen in dem Webshop, klickt da auf jeden Fall mal drauf, unglaublich, und er bringt immer wieder das neueste Zeug raus. Ist auch Exklusivpartner für VFC. Heißt also, wenn ihr mal irgendwie Ersatzteile braucht oder so, klickt hin oder schreibt ihm eine Mail, er antwortet und kümmert sich drum. Also für mich der beste Shop 2024 und ich denke mal 2025 wird es genauso sein. Also Pfützner Waffen. Ich liebe dich, Björn. Und ich liebe noch mehr, was du in deinem Shop für uns zur Verfügung stellst. So, genug geschleimt, aber das musste mal sein, weil ich feiere das total ab. Grüße gehen raus. So, wo war ich stehen geblieben? Was wollten wir eigentlich heute machen? Ich glaube, wir wollten uns hier die VFC mal angucken, genau. Wie gesagt, in Deutschland zu kaufen. Pfützner Waffen kostet 729 € das gute Stück. Ersatzmagazine kosten 65 €. Fangen wir zunächst erstmal mit dem Lieferumfang an. Hatte ich euch ja beim Auspackvideo schon gezeigt. Kommt hier in diesen absolut fantastischen Karton. Sieht aus wie so eine Küchenfliese. Mit vielen russischen Elementen drin und auch Waffen. Und ich denke mal, hier könnte sein, dass dann auch gezeigt wird, was vielleicht in Zukunft kommen wird. Wenn ihr den Karton aufmacht, ich lege den mal zur Seite, ist natürlich hier die AK-74M mit dabei, mit einem Magazin mit einer Kapazität von 42 Schuss. Dann gibt es dazu noch diesen kleinen Kunststoffadapter. Den benötigt ihr, wenn ihr von Full Travel auf Short Travel umstellen wollt. Das gucken wir uns nachher genauer an. Und dann bekommt ihr hier noch einen kleinen Speedloader und noch einen Sicherheitshinweis. Schauen wir uns als nächstes mal die Verarbeitungsqualität, die Passgenauigkeit und ja, die Beschichtung von diesen wunderschönen AK-74 etwas genauer an. Wenn ihr die Airsoft zum ersten Mal aus dem Karton nimmt, werdet ihr begeistert sein von diesem satten Gewicht. Wir haben hier wie das Original 3,3 Kilo in den Händen. Ohne Magazin sind wir hier noch bei 2,9. Das Magazin auch sehr, sehr leicht gefertigt. Haben wir hier ein Aluminium-Gasmagazin mit einer Kunststoffhülle, was auch einen sehr wertigen Eindruck macht und sich auch sauber einlegen lässt. Wir haben hier ein bisschen Spiel, aber das haben generell ja alle AKs. Das tut hier der Gaseffizienz nicht negativ zugute. Das Ding schießt absolut perfekt 80 Schuss raus mit einer Gasfüllung. Wo wir hier ein bisschen Spiel haben, ist ebenso auch bei der Mündungsbremse. Die wackelt auch ein bisschen. Das liegt aber auch daran,
dass diese hier durch diesen Stift gehalten wird, wie das Original. Und wenn das jetzt nicht richtig plan angeschraubt wird, haben wir natürlich durch den Stift hier ein bisschen Spiel, ist aber auch nicht so drastisch. Was ich dagegen absolut drastisch finde, das ist hier der obere Handschutz. Die Halterung selber hier und da ist bombenfest, aber schaut mal hier, der Handschutz ja, ist mega locker und das passt einfach nicht zu diesem ganzen Gesamtbild von der VFC. Die ist wirklich fantastisch gebaut, aber hier der obere Handschutz ist richtig locker. Und was mich wundert, als ich die ausgepackt hatte, ganz frisch, war hier der Handschutz noch relativ fest. Er hatte ein bisschen Spiel, aber nicht so schlimm. Jetzt durch das ganze Zusammen- und Auseinandergebaue, Geschieße und Gemache und Getue, was ich alles mit dieser AK gemacht habe, hat sich das hier massiv gelockert. Also hier könnte man noch ein bisschen entgegenwirken, indem man hier noch ein bisschen unterfüttert. Oder, und das ist ja das Schöne, da wir hier eine 1:1 Bauweise haben, ihr könnt hier natürlich auch Real Steel, Gasblocks und Handschutz montieren und dann habt ihr natürlich hier auch ein bisschen was Hochwertiges. Aber beim Preis von 729 € hätte ich jetzt hier auch noch einen besseren Handschutz erwartet. Ansonsten sitzt der Rest hier richtig fest, der Griff, bombenfest, der Ladedeckel, ja, der hat null Spiel. Der Schaft hier hinten hat leichten Spiel im ausgeklappten Zustand, ja minimal. Wenn ich den jetzt mal einklappe, ja, rastet der ordentlich ein am Gehäuse und hier richtig fest, ja, hier wackelt nichts. Da hat VFC wieder erste Sahne gearbeitet. Ich hole das mal raus. Richtig, richtig schön. Gucken wir uns die Beschichtung an. Es handelt sich ja hier um einen Nachbau von einem sowjetischen Modell. Das heißt, wie das Original ist hier auch die Beschichtung einfach schwarzer, matter Lack. Nicht so wie bei den DDR-AKs oder bei den asiatischen AKs, wo das Ganze brüniert ist, hat sich VFC hier für die Lackierung entschieden. Und das hat VFC auch richtig sauber gefertigt. Ja, sieht absolut fantastisch aus. Zu den verwendeten Materialien kommen wir dann später. Wenn ich mit euch hier die AK Feld zerlege, dann kommen wir wirklich auch an alle einzelnen Teile ran. Und dann werde ich hier auf jeden Fall den Magneten mal ranhalten. Nur so viel zum Spoilern. Egal, wo ich hier den Magneten ranhalte, ja, alles ist hier wirklich aus Stahl gefertigt und das ist fantastisch. Dann kommen wir zu einem weiteren Highlight hier bei der AK 74M von VFC. Das ist das Feldzerlegen. Dank Gas Blowback und dank VFC, die wieder gezeigt haben, wie detailgetreu die hier zu Werke gegangen sind, können wir diese Airsoft genauso feldzerlegen wie das reale Vorbild. Und das feiere ich absolut ab. So, wie geht das? Ganz einfach. Zunächst fangen wir damit an, das Magazin zu entfernen. So, dann öffnen wir hier den Deckel, indem wir hier den Knopf einmal richtig kräftig reindrücken. Wenn ihr die Airsoft zum ersten Mal auseinander nimmt, wird das hier noch ein bisschen schwer gehen. Jetzt geht es mittlerweile bei mir schon leicht, weil ich das schon öfters gemacht habe. Einmal reindrücken und dann den Hebel mit ein bisschen Wackelbewegung hier den Deckel abnehmen. Dann sehen wir hier auch schon das Innenleben. Als nächstes nehmen wir die Federführungsstange raus, indem wir hier den Knopf noch weiter reindrücken. Und dann können wir die Federführungsstange hier entfernen. Um den Verschluss zu entfernen, müssen wir erstmal den Feuerbeihebel in die untere Position packen. Bevor ihr jetzt den Verschluss rausnimmt, guckt doch mal, wie das Nozzle hier steht. Ich drehe mal um. Hier müsst ihr darauf achten, dass das Nozzle wirklich, macht man hier ein bisschen nach vorne, sehen könnt, dass das Nozzle richtig nach hinten gedrückt ist, sodass der Weg frei ist, um den Verschluss rauszunehmen. Am besten mit einem Finger ein bisschen reindrücken und dann könnt ihr hier den Verschluss ganz normal rausnehmen. So, so sieht er aus. Dann haben wir den hinteren Teil erledigt. Als nächstes nehmen wir hier die Mündungsbremse runter. Da haben wir hier so einen kleinen Arretierungsstift. Den drückt ihr mit einem Fingernagel rein und dann könnt ihr nach links einfach die Mündungsbremse abschrauben. So sieht sie aus. Dann nehmen wir als nächstes den Reinigungsstab runter. Dazu einfach hier den Reinigungsstab ein bisschen nach
oben biegen und dann rausziehen. Und dann können wir jetzt den Handschutz entfernen, dazu den Hebel in die oberste Position bringen. Dann können wir den Gasblock rausziehen. So, da ist er. Um den unteren Handschutz abzunehmen, habt ihr hier einen kleinen Hebel. Den macht ihr nach oben und dann könnt ihr hier die Halterung abziehen. So, nach vorne. Na, ein bisschen stramm. Ja. Und dann könnt ihr den Handschutz einfach so abziehen. Und dann habt ihr die AK-74 feldzerlegt. Der optimale Zeitpunkt zu schauen, was VFC für Materialien verwendet hat für ihre Gas-Blowback-Variante von der AK-74M. Und da muss ich jetzt schon mal spoilern, zu 90% ist hier alles aus Stahl gefertigt. Das, was Polymer ist beim Original, ist hier auch bei dem Airsoft-Nachbau aus Polymer. Und dann haben wir auch noch ein paar Aluminiumteile. Aber wie gesagt, das gehen wir jetzt alles mal in Ruhe durch. Fangen wir zunächst erstmal mit der massiven Mündungsbremse an. Die besteht hier aus Stahl. Dann haben wir hier das Gasrohr, das besteht aus Stahl. Die Halterung für den oberen Handschutz besteht aus Stahl. Der Handschutz selber hier aus einem richtig festen Polymer. Guck mal, wie dick das ist. Richtig schön gemacht. Der untere Handschutz natürlich auch aus Polymer. Ebenfalls richtig schön dick und fest. Und im Inneren, seht ihr, da haftet wieder der Magnet. Auch alles schön aus Stahl gebaut. Der Reinigungsstab, schön massiv. Natürlich auch aus Stahl. Die zweiteilige Federführungsstange aus Stahl. Ich fahre mir hier die Feder ein bisschen zur Seite hier. Die Stangen, seht ihr hier, Stahl. Die Halterung ist hier aus Stahl. Hier unten, der Teil, der ist aber jedoch aus Kunststoff gebaut. Hier dieser Puffer, der hier auch nochmal diese Feder enthält. Das ist hier aus Kunststoff. Hier setzt nachher auch später hier dieser Short Stroke an. So, weiter geht's. Gasgestänge haben wir hier aus Aluminium. Verschluss selber besteht komplett aus Stahl. Richtig massiv. Da hat man ordentlich Gewicht in der Hand, macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Der Deckel natürlich auch aus Stahl. So, und jetzt kommen wir zum Highlight. Und zwar hier, das Teil ist richtig massiv. Fangen wir mal an. Gewinde für die Mündungsbremse, Stahl. Visierung, Stahl. Outer Barrel, Stahl, Stahl, Stahl. Ja. Hebel hier für die Entsperrung des Handschutzes, Stahl. Visierung, Stahl, 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 alles Stahl. Ladehebel, Stahl. Abzugsbügel, Stahl. Magazinlöseknopf, Stahl. Abzug ist Stahl. Gewehrriemenaufnahme ist Stahl. Ich drehe mal um. Die Aufnahme für die Optiken ist Stahl. Werfen nur einen Blick in das Innenleben. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Da könnt ihr sehen, die Internals sehen fast exakt genauso aus wie bei einer richtigen AK-74 mit einem kleinen Unterschied. Und zwar, das ist hier diese kleine Baugruppe hier. Ansonsten auch hier diese gedrehte Feder, genauso wie beim Originalen. Auch hier innen drin, egal wo ich den Magneten hier ransetze, ist es wirklich scheißegal. Hier ist alles aus Stahl gebaut. Von daher könnt ihr sicher sein, dass hier so schnell nichts kaputt geht. Schauen wir uns die Aluminiumteile an. Da haben wir hier das System für den Klappschaft. Das besteht ja aus Aluminium. Auch der Knopf, um den Schaft zu klappen. Dann haben wir hier die Bolzen. Die sind leider auch alle aus Aluminium gefertigt. Ebenso wie der Löseknopf für den Schaft. Der ist auch aus Aluminium gefertigt. Gucken wir uns den Schaft selber an. Der ist auch aus einem sehr, sehr stabilen Polymer gefertigt. Hat ein bisschen Spiel im ausgeklappten Zustand. Aber sonst richtig robust. Genauso auch wie der Griff. Also man kann ehrlich sagen, VFC hat sich bei der Herstellung von der AK nicht lumpen lassen, was die Materialien angeht. Ihr habt auf jeden Fall definitiv was Hochwertiges und auch was Langlebiges in der Hand.
Schauen wir uns einmal die Markings hier von der AK-74M an. Auf der rechten Seite am Receiver haben wir hier beim Feuerwahlselektor die Kennzeichnung. Ja, sieht so aus wie AB, steht aber für AV oder Avtomatechski, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, was nicht anderes heißt als automatisch, also Full Auto. Darunter, das so aussieht wie so ein O und ein A, ist eigentlich OD und steht für Odin oder Odinoschny, was eigentlich heißt Einzelfeuer. Also verzeiht mir, mein Russisch ist total eingerostet. Weiter geht's hier am Griff. Da haben wir oben die Kennzeichnung 1-1. Das ist die Formnummer, also die Nummer der Form, die benutzt worden ist, um hier diesen Handgriff hier zu pressen. Weiter geht's mit dem Schaft auf der linken Seite. Da haben wir hier keine Formnummern, konnte ich jedenfalls nicht sehen. Was ich aber hier sehe, ist wie so eine Art Stempel, dieses U. Das ist einfach nur ja, ein Abnahmestempel von der Herstellungsfirma Ishmas, das hier perfekt konstruiert worden ist. Dann haben wir auf der linken Seite am Receiver einmal dieses Dreieck mit dem Pfeil. Das ist ein Kennzeichen, dass diese AK aus dem russischen Werk Ishmas kommt. Dann haben wir die 93 daneben, das heißt, die Herstellung war 1993. Und dann haben wir hier unterhalb nochmal eine Seriennummer. Die ist aber nicht individuell, sondern von VFC kommt hier immer die gleiche Nummer drauf. Ansonsten sieht das hier sehr authentisch aus. Des Weiteren finden wir hier an der Visierung, wo es von 100 Meter auf 1000 Meter geht, hier dieses komische N. Das ist auch nochmal eine Kennzeichnung, dass es sich hier um ein russisches Visier handelt, also auch sehr authentisch. Eine weitere Markierung, die ich gefunden habe, war hier auf der rechten Seite von der vorderen Visierung. Sieht aus wie eine 22 mit einem Bindestrich. Da weiß ich aber auch nicht, was das heißen soll. Wer da was weiß, schreibt es bitte unten mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Schauen wir uns als nächstes noch das Magazin an. Und da haben wir hier auf der linken Seite eine 51. Das ist auch wieder die Formnummer, die verwendet worden ist zur Herstellung hier dieses Magazins. Da gibt es auch unterschiedliche Zahlen und 51 spricht wohl dafür, dass es hier ein Magazin der moderneren Bauart ist. Dann haben wir hier oben auch nochmal so eine Art Stempel. Das ist auch wieder ein Prüf- oder Abnahmestempel aus dem Hause Ishmas. Ich drehe mal um. Dann haben wir hier unten auch nochmal die Kennzeichnung von dem Werk Ishmas, das Dreieck mit dem Pfeil. Also auch alles sehr authentisch gefertigt. Was nicht authentisch ist, aber ein Must-Have, ja, jedenfalls nicht für uns Airsofter, aber für die Behörden, ist hier die Kennzeichnung vom Importeur und die PTB-Nummer. Und das hat hier Björn von Pfitzner Waffen schön dezent unterhalb der Abzugsgruppe gepackt. Pfitzner Waffen AK-74M, 6 mm, das F und die PTB-Nummer. Weiter geht's mit den technischen Daten. Die blende ich euch hier wieder an der Seite ein. Heute VFC AK-74M mit einem Gewicht von 3307 Gramm. Ohne Magazin 2919 Gramm haben wir eine Länge im eingeklappten Zustand von 705 mm, im ausgeklappten Zustand 943 mm. Inner Barrel hat eine Länge von 285 mm. System Gas Blowback, Kaliber 6 mm, Magazinkapazität 42 Schuss. Haben wir hier laut Herstellerangabe eine Energie von 380 FPS bzw. 1,34 Joule. Das Ganze werde ich wie gewohnt für euch jetzt nachkronen, mache gleichzeitig den Gaseffizienztest, heißt, wie viel Schuss kann ich mit einer Gasfüllung rausschießen. Ja, und danach geht es dann auf die Zielscheibe auf 30 Meter und dann bin ich gespannt, was die AK-74 so reißen kann.
Machen wir weiter mit den Details und Funktionen. Ich arbeite mich für euch von vorne bis nach hinten durch. Im vorderen Bereich haben wir hier die massive Mündungsbremse, die VFC auch authentisch nachempfunden hat, hier aus Stahl. Das Ganze sitzt auf einem 24 mm Gewinde, befestigt durch diese Haltenase hier, die ist gefedert. Wenn ihr die reindrückt, könnt ihr die Mündungsbremse ganz normal abschrauben, wie auch beim Original. Das mache ich mal. So, dann sehen wir hier auch dieses Gewinde. Jetzt könnt ihr hier leider keine normalen Schalldämpfer oder Mündungsgeneratoren wie von Ace-Tech montieren, aber dahinter verbirgt sich auch nochmal ein 14 mm Negativgewinde. Problem ist, das 24 mm Gewinde ist hier fest verklebt. Wenn ihr das ordentlich heiß macht, könnt ihr es auch lösen. Ich drehe es mal ein bisschen zur Seite. Da seht ihr dann danach hier diese zwei Löcher. Ich habe das so gemacht, indem ich einfach dann zwei Nägel genommen habe, die hier reingesteckt habe. Ich ändere mal die Perspektive. Ich denke mal, so könnt ihr es jetzt besser sehen. Wenn ihr das Außengewinde jetzt schön heiß gemacht habt, nehmt euch einfach hier zwei Nägel, steckt die hier in die Löcher rein. So. Ich hoffe, ihr könnt das noch so sehen. Und dann habe ich das mit einer Zange einfach fixiert. Dass es richtig schön stramm dran sitzt. Und dann, ja, entgegengesetzt schrauben. Ein bisschen schwer. Dann könnt ihr das Ganze einfach lösen. Ja, und dann habt ihr hier einen Standard 14 mm Negativgewinde und könnt euch da anschrauben, was ihr gerne möchtet. Worauf ihr aber auf jeden Fall achten müsst, ist hier diese gefederte Haltenase. Die liegt hier nur oben drin, lässt sich einfach rausziehen bzw. fällt auch sehr leicht raus. Von daher immer drauf achten. Weiter geht es mit der Visierung. Da habt ihr am Inneren das Korn. Das könnt ihr in der Höhe verstellen, wenn ihr das passende Werkzeug habt. Ihr könnt auch eine seitliche Justierung vornehmen, indem wir hier diesen Block entweder mit einem Hammer oder auch einem passenden Werkzeug nach links oder rechts verschiebt. Schauen wir uns die hintere Visierung an. Die ist auch komplett aus Stahl gefertigt und sitzt richtig stramm drauf. Ist richtig gut gefedert hier. Ja, das klackt ordentlich, hat hier kein seitliches Spiel, sitzt wirklich richtig fest. Und hier mit Knopfdruck könnt ihr die Justierung vornehmen. Genauso wie beim Original haben wir auch die Kennzeichnung hier von 100 bis 1000 Meter. Obwohl 1000 Meter mit einer Airsoft, ja, so weit sind wir technisch noch nicht. Und da sind wir in der Mitte angekommen bei den Bedienelementen. Fangen wir zunächst erstmal auf der rechten Seite an. Da haben wir wie beim Original hier den Feuerwahlhebel mit den 3 Positionen. In der obersten Position ist die Airsoft gesichert. Der Abzug ist blockiert, lässt sich nicht bewegen. In der nächsten Position hätten wir normalerweise den Full-Auto-Modus, den Spaßmodus sozusagen. Da wir hier aber in Deutschland sind und da das hier eine gasbetriebene Airsoft ist, haben wir hier leider kein Full Auto. Das bereue ich und finde ich absolut schade, denn eine AK, gasbetrieben. Ihr werdet nachher sehen, wie das Teil hier kickt. Und dann hier noch mit dem Full Travel Bolt, das muss ein Heidenspaß sein. Ich blende euch da mal ein Auslandsvideo ein. Das sieht einfach fantastisch aus. Ich hoffe, dass wir da irgendwann auch mal in den Genuss kommen. Aber zurück nach Deutschland. Kommen wir nun zu dem Feuerwahlmodus, den wir auch haben dürfen in Deutschland. Und das ist jetzt Position Nummer 3. Wie beim Original haben wir hier auch Semi-Only. So, dann haben wir auf der rechten Seite hier noch den Verschluss. Der besteht aus Stahl, das zeige ich euch nachher. Den kann ich ganz normal nach hinten legen, wie beim Original. Ja, hört mal, wie das schmatzt. Ja, richtig, richtig satt. Ich habe jetzt hier auch den Full Travel Bolt. Das heißt, wenn ich den Verschluss nach hinten mache, seht mal, geht das hier den ganzen Weg nach hinten. Ich zeige euch nachher auch, wie man den Short Travel einbaut und wie das Schussverhalten ist. Das zeige ich euch alles nachher noch. Schauen wir uns mal an, wo wir hier das Hop-Up justieren können. Da braucht auf jeden Fall beide Hände. Zunächst mit der rechten Hand den Verschluss nach hinten ziehen und mit dem Finger halten. Und dann seht ihr hier dieses breite Rädchen. Hiermit justiert ihr das Hop-Up. Geht ihr mit dem Finger rein und dreht es in die Richtung, wie ihr es möchtet. Zum Rechtsdrehen, zum Hop-Up verstärken, links Hop-Up reduzieren. Mit 0,3 Gramm BBs habe ich hier die besten Ergebnisse auf 30 Meter erreicht. 0,4er hatte ich leider nicht zur Verfügung, müsste man mal austesten.
aber 0,3 auf jeden Fall eine Empfehlung wert. So, dann haben wir hier sozusagen die rechte Seite fertig. Machen wir mal eine kleine Wendung. Da haben wir hier auf der linken Seite eigentlich nicht viel, außer hier die Aufnahme für russische Visiere. Die ist auch 1:1 nachempfunden. Also hier könnt ihr entweder Airsoft-Nachbauten draufschieben oder auch Real-Steel-Visiere, je nachdem, wie euch das gefällt. So, schauen wir uns als nächstes mal das Magazin an. Um das Magazin zu entfernen, haben wir hier den Magazinlöseknopf. Einfach festhalten das Magazin mit dem Daumen, den Knopf reindrücken Richtung Magazin und das Magazin angewinkelt aus der Airsoft entfernen. Das Magazin wiegt 400 Gramm, besteht im Inneren aus Aluminium mit einem Polymer-Außengehäuse, sieht auch sehr, sehr authentisch gefertigt aus. Auch hier im oberen Bereich diese Aussparung, diese Verjüngung, wo die Patrone normalerweise gehalten wird, das hat VFC sehr schön nachgebaut. Wir haben hier ein Fassungsvermögen von 42 Schuss. Ich empfehle euch, macht aber definitiv weniger rein, 40 oder 38, um das Loading-Nozzle nicht zu beanspruchen. Denn wenn hier die Bibis richtig stramm sind und gegen das Loading-Nozzle drücken, kann es hier ja, zu Problemen kommen oder auch zu Beschädigungen. Aber das haben wir ja bei anderen GBBs genauso. Wir haben hier die Möglichkeit, Gas einzufüllen. Ihr habt gesehen, mit einer Gasfüllung kann ich 80 Schuss rausschießen, also 2 Magazinladungen. Finde ich, ist eigentlich ein ganz guter Wert für diese Full Travel AK. Ein Ersatzmagazin kostet satte 65 Euro. Das solltet ihr euch definitiv im Kopf behalten, wenn ihr mit der AK spielen wollt. Braucht ihr ja ein paar Magazine mehr. Wird also auch nochmal eine teure Anschaffung. Da haben es natürlich die Elektro-Tacker-Spieler immer ein bisschen günstiger. Die kosten 10, 15, 20 Euro die Magazine. Und dann, wenn die auch mal runterfallen, ist auch nicht so dramatisch. Aber wenn hier so ein 65 Euro Gasmagazin auf einem harten Boden aufklatscht, ja, dann schmerzt es hier und wenn ihr Pech habt, sogar im Geldbeutel. Naja, wir Gas Blowback-User haben es nicht leicht. Ja, also bevor ich das Magazin jetzt zurück in die AK stecke, möchte ich euch hier noch 2 Features zeigen. Zum einen hat VFC der AK einen Dry-Fire-Modus spendiert. Das heißt, wenn ihr auch mal trocken feuern wollt, ohne Bibis und einfach nur den Rückstoß genießen wollt und diese ganze Funktionsweise der AK, könnt ihr hier mit einem Hebel den Dry-Fire-Modus aktivieren und einfach nur so Spaß haben. Des Weiteren möchte ich euch auch anhand des Magazins zeigen, wie VFC es gelöst hat, dass nach dem letzten Schuss die Airsoft einfach nur Klick macht und ja, nichts weiter passiert. Wenn man an die GHK-Modelle und die WE-AK-Modelle denkt, die haben es ja so realisiert mit dem Magazin, dass wenn die letzte Bibi rausgeschossen ist, geht der Verschluss ja nochmal nach hinten. Der Hammer wird gespannt, Verschluss geht wieder nach vorne und dann, wenn ich den Abzug betätige, passiert nichts. Der Hammer bleibt in der gespannten Position. Das ist natürlich nicht realistisch und da hat VFC sich einen Gedanken gemacht und hat es jetzt wirklich so nachgebaut, dass ja, nach dem letzten Schuss, die letzte Bibi ist raus, Verschluss geht nach hinten, geht wieder nach vorne, der Hammer ist gespannt und wenn ich den Abzug drücke, fliegt der Hammer nach vorne, aber es macht nur Klick. Also genauso wie bei dem Original. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So sieht das Magazin von vorn aus. Da haben wir hier die Bibi-Zuführung. Und jetzt drehen wir das mal auf die Seite. Das ist die Seite, wo jetzt der Firing-Pin gegen ja, das Auslassventil schlägt. Hier unten ist das Einlassventil, aber wo ist das Auslassventil? Das fehlt. Hier ist einfach alles hohl. Und das ist jetzt das Raffinierte. Wenn jetzt hier keine Bibi im Magazin ist und ich den Abzug drücke, schlägt hier der Firing Pin in diese Öffnung rein und es macht einfach nur Klick, weil hier das Auslassventil nicht betätigt wird. Jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn jetzt hier eine Bibi in dem Magazin ist. Ich tue mal so, indem ich jetzt hier einfach nur diesen Stift jetzt hier mal reindrücke und so simuliere, als wäre eine Bibi drin. Pass mal auf, was dann passiert. Zack. Jetzt springt hier so eine Stahlplatte in Position und hier schlägt jetzt der Firing Pin drauf. Diese Platte drückt sich nach innen und öffnet das Auslassventil und der Schuss erfolgt. Nach dem letzten Schuss, ich nehme jetzt die Stange wieder weg, zack, springt diese Stahlplatte wieder nach unten und beim nächsten Schuss
schlägt der Firing Pin leer aufs Magazin und es macht einfach nur Klick. Ich zeige euch mal, wie man das Magazin hier in den Dry Fire Modus bringt. Da habt ihr auf dieser Seite hier diesen kleinen langen Hebel, den müsst ihr einfach nur in diese Richtung schieben und schon ist der Dry Fire Modus aktiviert. Das könnt ihr aber nur machen, wenn jetzt hier eine Bibi drin ist oder ihr mit dem Finger hier reindrückt und gleichzeitig mit der anderen Finger den Hebel macht. Da ich irgendwie ein paar Hände zu wenig habe bei dem Film, drücke ich mal hier eine Bibi rein. So. Jetzt seht ihr, ist jetzt hier die Stahlplatte wieder nach oben gekommen und jetzt kann ich hier einfach den Hebel in die Position schieben. So, eingerastet. Und wenn ich jetzt die Bibi hier wieder entferne, seht ihr, ist hier keine Bibi drin und die Platte ist trotzdem noch in der Ausgangsstellung. Wenn ich jetzt hier mal gegendrücke, seht ihr, kommt Gas raus und jetzt kann ich die AK trocken feuern. Wie gesagt, wir haben jetzt hier den Dry Fire Modus aktiviert. Ich mache mal den Hebel in die erste Position, lade einmal durch. Und dann schauen wir uns mal das Abzugsverhalten an. AK-typisch haben wir auch hier einen sehr, sehr schwammigen Abzug. Das heißt, wir spüren den Druckpunkt nicht unbedingt. Man muss ein bisschen üben, um ihn zu finden. Der Weg bis zum Druckpunkt ist auch ziemlich lang. Ich probiere mal, ob ich ihn gleich auf Anhieb finde. Ja, noch ein bisschen. Au, jetzt ist es schon zu spät. Machen wir gleich mal den Reset-Punkt. Den hört man schön. So, jetzt gehe ich nochmal zurück. Jetzt habe ich ihn nach dem Resetpunkt noch 1 mm wieder drücken und jetzt haben wir ihn. Also schöner, satter Klick. Ihr seht auch, wie die Airsoft hier scheppert. Wir haben jetzt gerade den Full Travel Bolt aktiviert und das heißt, wir haben hier den vollen Weg. Und ich mache mal ein bisschen schneller. Ihr merkt, wir können auch ziemlich schnell schießen. Wenn ihr noch schneller schießen wollt, dann aktiviert ihr hier den Short Travel und denke mal, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe mal den Gehäusedeckel abgenommen, damit ihr euch diese Mechanik mal etwas genauer anschauen könnt. Wir sind hier immer noch im Full Travel Bolt, das heißt, der Verschluss geht den vollen Weg nach hinten, schlägt hier an. Ich zeige euch das mal, ich mache das mal per Hand. Ja, geht bis hier, ich lasse mal los und dann schnellt er wieder nach vorne. Ich drücke mal ab. Dann könnt ihr euch das beim Bewegung anschauen, sieht echt cool aus. Und zumal genau wie beim Original. So, und jetzt bauen wir mal den Short Travel ein. Das ist ja hier dieses kleine Plastikbauteil. Das kommt hier einfach nur dazwischen. Ich nehme mal das Magazin raus. Und dann, ja, legen wir das hier einfach nur schnell dazwischen. So, das liegt ja wie auf so einer Schiene. Dann drückt ihr das ein bisschen dagegen. So. Und dann könnt ihr das Magazin wieder einlegen. Und jetzt haben wir den Short Travel. Ihr seht, der Verschluss geht jetzt nur bis zu diesem Teil. Und jetzt können wir natürlich auch schneller triggern. Also für alle, die schnell schießen wollen, ist hier der Short Travel optimal. Also ihr seht, eine absolut fantastische Geschichte, was VFC sich hat hier einfallen lassen. Eigentlich sehr simpel mit diesem Plastikteil und eine schöne Sache, wenn man bedenkt, dass die WE-AKs ja von Haus aus immer Full Travel waren, die GAKs nicht, da musste man sich immer noch ein Kit kaufen und das haben wir jetzt hier alles schon an Bord im Lieferumfang. Ihr könnt also wählen, Short oder Full Travel. Ich habe jetzt hier immer noch den Short Travel und ihr seht ja, man braucht gar kein Full Auto, wenn man einen schnellen Finger hat. Kann man hier ordentlich abrocken. Ja, und da sind wir schon fast am Ende von dem Review angekommen. Was noch bleibt, sind die Pro und Kontras. Heute hier die VFC AK-74M als Gas Blowback. Das ist jetzt die allererste VFCs von AK. Das packe ich mal für mich persönlich erstmal als Pluspunkt rein. Ich feiere es ab. Es war so überfällig, dass das mal kommt. Und ich finde, VFC hat hier beste Arbeit geleistet. Ich bin mega begeistert. Fangen wir mit dem ersten Pluspunkt an und das ist für mich die Verarbeitungsqualität. Hier gibt es absolut nichts zu meckern. Mit einer
kleinen Ausnahme hier mit dem Handschutz. Das hebe ich mir aber auf für die Negativpunkte. Aber das Gesamtwerk, ja, so an sich ist wirklich fantastisch geworden. Da hat VfC wieder gezeigt, wie man Gas-Blowback-Gewehre nachbaut. Hier gibt es nichts zu meckern. Auch die verwendeten Materialien, ja, ich sag nur Stahl, 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 Stahl und nochmal Stahl. Außen alles aus Stahl gefertigt, wie auch beim Originalvorbild, wo beim Vorbild Polymer verwendet worden ist, ist hier auch bei der VfC dieses Material genutzt worden. Schaft, Griff, hier das Magazin, Handschutz aus einem richtig schönen, stabilen Polymer. Das fässt sich fantastisch an. Hier hat man nicht den Eindruck, dass hier was bricht und überhaupt es knarzt und wackelt nicht. Außer hier, aber wie gesagt, da komme ich später noch drauf. Auch hier der Schaft im ausgeklappten Zustand, minimaler Spiel, im eingeklappten Zustand, ja, richtig fest. Also VfC hat hier gute Arbeit geleistet. Und weil wir hier noch beim Stahl sind, werde ich auch positiv gleich die Internals mal anmerken. Stahl-Internal. Also alles, was sich hier bewegt, was aufeinander schlägt, alles aus Stahl. Also hier könnt ihr euch sicher sein, dass hier so schnell nichts kaputt geht. Der nächste Pluspunkt sind die verwendeten Markings. Alles authentisch aus dem Hause Ischmas gefertigte AK-Markings. Da haben wir sogar die Prüfstempel hier drauf, ja, von Ischmas. Einmal hier am Magazin und auch einmal an der Waffe selber, den Abnahmestempel. Perfekt, das sind so Kleinigkeiten, die ich einfach mag. Das macht VfC ja auch bei der klassischen M16-Reihe. Da sind ja auch diese Prüfmarkings vom Militär drauf und das finden wir hier auch bei der AK. Fantastisch, also da schlägt mein Sammlerherz absolut hoch. Nächster Pluspunkt ist, dass wir hier vom Hause aus die Möglichkeit haben, entweder Full Travel zu schießen oder einen kürzten Verschlussweg. Da braucht man nur so ein kleines Plastikteil hier einsetzen und dann ist die Sache erledigt. Also ihr braucht nicht irgendwie im Ersatzteilmarkt euch da irgendwelche Kits kaufen oder so. Das ist hier alles ab Werk schon drin. Entweder Full Travel für den ordentlichen Spaß oder wer schnell triggern will, der baut hier dieses kleine Plastikklötzchen rein. Und das gibt auf jeden Fall auch nochmal einen Pluspunkt. Dann nächster Pluspunkt, Hop-Up-Justierung geht richtig schön, ist ein bisschen schwergängig, aber einmal eingestellt, hält sich der Wert perfekt und mit 0,3 Gramm konnte ich gute Werte erreichen. Auf 30 Meter, habt ihr gesehen, Schussbild absolut fantastisch. Es war ja kalt, es waren 9 Grad, es war windig, aber dennoch konnte ich richtig akkurat treffen. Von daher machen wir auch die Präzision auch nochmal als Pluspunkt. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alle Pluspunkte erledigt. Fangen wir mit den Neutralpunkten an. Und da würde ich hier sagen, das ist die Gaseffizienz. Wir haben hier ein richtig großes Magazin mit einer großen, mit einem großen Gastank. Dennoch habe ich im Full-Travel-Modus gerade mal 2 Magazine mit einer Gasfüllung rausschießen können. Das sind also um die 80 Schuss. Wie das sich im Sommer verhält, müsste man vielleicht noch mal nachtesten, weil wie gesagt, es war ziemlich kalt. Da hatte ich 10 Grad gehabt, wo ich das getestet habe im Keller. War auch nicht gerade warm und draußen war es auch nicht warm. Also wer weiß, wenn es wärmer ist, vielleicht habe ich dann auch eine bessere Gaseffizienz. Von daher packe ich das erstmal als Neutralpunkt rein. Nächster Neutralpunkt, muss ich sagen, ist die Beschichtung. Hier hat ja VfC die authentische Beschichtung gemacht, wie bei den russischen AKs. Also hier keine Brünierung, sondern einfach angesprayt in diesem mattschwarzen Ton. Ist also so authentisch, aber das Finish ist sehr kratzempfindlich. Also wenn man hier so ein bisschen, kann man hier vielleicht sehen, ja, hier ist schon eine ganze Menge abgeschnarzelt und hier an manchen Stellen habe ich auch schon Kratzer. Also die Beschichtung ist nicht die beste, aber jetzt muss ich wieder dagegenhalten. Ja, so eine AK muss schon irgendwie so richtig benutzt aussehen. Ja, die darf nicht wie geleckt aussehen, die muss richtig Abrieb haben, damit es auch eine richtige AK ist. Also so gesehen passt es schon. Aber mein Herz schlägt dennoch für die asiatischen oder hier die DDR-AKs, die so eine Brünierung haben. Das sieht irgendwie optisch schöner aus, ansehnlicher als hier eine Lackierung. Aber das ist reine Geschmackssache. Von daher packe ich das als Neutralpunkt rein. Dann haben wir, glaube ich, alle Neutralpunkte durch. Obwohl
Preis-Leistung würde ich auch noch sehen als Neutralpunkt, 729 Euro für hier die VFC AK. Wenn man das jetzt mit der GAK vergleicht, die haben ja eine steile Tendenz, die liegen ja zwischen 800 und 900 Euro für so eine GAK AK. Die V3, die rausgekommen ist, nicht so pralle. Die V2 ist schon besser, aber die halt zu bekommen ist schwer und auch sehr, sehr teuer. Dann die TM, die Tokyo Maruis, die liegen so bei auch so 700 bis 750 Euro, glaube ich. Aber da hat man keine Vollstahl-AK und auch kein richtiges Holz. Okay, haben wir hier auch nicht, ist Kunststoff. Aber hier haben wir Kunststoff und das ist auch der Kunststoff, den man als Kunststoff hat, wenn man eine original russische AK 74 mit Kunststoff hat. Ja, Blödsinn, Gequatsch, ihr wisst, was ich meine. Ja, und WE, weiß ich gar nicht, ob es die noch zu kaufen gibt. Die liegen ja so irgendwie bei 300, 400 Euro, ist so der günstige Bereich. Und die SACs, die lasse ich mal weg. Ich erwähne, sie sind günstig, aber einfach totaler Schrott. Die mag ich überhaupt nicht. Und VFC ist halt preis-leistungsmäßig genau im Mittelfeld und auf jeden Fall eine Kaufempfehlung wert. Dann kommen wir zum Negativpunkt. Und da habe ich eigentlich nur eins. Und das passt einfach nicht. Der Handschutz, der erwähnte. Ja, das ist hier oben mega, mega wackelig. Ich weiß nicht, da müssen sie bei der Produktion irgendwie geschlafen haben. Ich höre das auch von anderen Usern, dass hier der Handschutz immer wackeliger wird. Und das passt einfach nicht zu diesem ganzen Gesamtkonzept, was VFC hier abgeliefert hat. Ich hoffe mal, dass im nächsten Step, wenn die Dinger hier nochmal gebaut werden von VFC, dass hier im oberen Bereich nochmal nachgebessert wird. Und da fällt mir gerade noch ein Pluspunkt ein, ja, den flutsche ich mal noch nach oben, habe ich ganz vergessen. Real Steel Kompatibilität. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, hier auch Original Handschutz, Schaft und Griff anbringen. Ich glaube, hier beim Schaft muss man ein bisschen was modifizieren, was ich so gehört habe. Aber wer jetzt keinen Bock hat hier auf Kunststoff, der kann auch auf Holz umsteigen, um den hier nochmal einen ganz anderen Look zu geben. Und das finde ich richtig gut. Und natürlich auch hier die Möglichkeit der Optiken. Da könnt ihr euch RS-Optiken ranbringen oder auch aus dem Airsoft-Bereich. Das bleibt euch offen. Und das finde ich ist auch nochmal ein Punkt, den ich erwähnen möchte. So, ich denke mal, dann habe ich jetzt alles erledigt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ja, packt es unten in die Videobeschreibung. Kommen wir zu dem letzten Punkt und dann haben wir es wirklich geschafft. Mein persönliches Fazit. Ja, mein persönliches Fazit. Ich fasse mich kurz. Daumen hoch für VFC, für ihre erste Gas-Blowback betriebene AK. VFC hat hier wirklich alles richtig gemacht, abgesehen vom Handschutz. Aber das lasse ich jetzt mal weg. Ich hoffe inständig, dass bei der nächsten Qualitätskontrolle bzw. beim nächsten Batch hier dieses kleine Manko behoben wird. Und wenn das so ist, dann habt ihr hier wirklich für den Preis eine absolut fantastische AK in der Hand. Außen alles Stahl, innen alles Stahl, das Polymer richtig schön stabil gefertigt. Ersatzmagazine mit 65 Euro geht auch noch. Ihr wisst, Gas-Blowback-User müssen immer eine Menge zahlen für ihre Magazine, so auch hier bei der VFC. Das Feeling beim Schießen mit dem Full-Travel-Boot, das kickt, das scheppert, das macht Spaß. Das Speed-Triggern, wenn der Short-Travel drin ist, ja, da braucht man kein Full-Auto mehr. Einstellbares Hop-Up, Präzision, alles stimmt hier bei VFC. Und da muss ich ehrlich sagen, was GAK zum Beispiel mit der V3 gemacht hat, die ja, wann kam die raus? Letztes Jahr, vorletztes Jahr, die haben richtig ins Klo gegriffen. Die Preise von GAK, ja, 800 bis 900 Euro, ist schon eine Ansage für eine Stahl-AK. Und hier ist VFC einfach preislich die bessere Alternative. Andere Alternativen sind die AKs von Tokyo Marui, da haben wir aber keinen Vollstahl. Da haben wir nur Holzimitat, das ist auch alles Kunststoff und das verwendete System innen drin ist sehr, sehr zuverlässig, Gaseffizienz. Aber hier bei der VFC haben wir mehr so ein authentisches System, habt ihr ja gesehen. Und kommt immer darauf an, was man will. Als Spieler, wenn einem das egal ist, wenn es nicht alles authentisch sein muss, könnt ihr euch auch die Marui im Hinterkopf behalten oder halt die VFC. Eine weitere Alternative ist WE, da weiß ich aber gar nicht, ob es noch WEs AKs zu kaufen gibt oder ob da auch noch mal ein neuer Batch kommt. Die sind preislich auch günstig, haben aber auch so ihre Macken. Und SAC, ich habe ja schon mal gesagt, ich erwähne es nur, aber vergesst die Marke, also AKs können die überhaupt nicht bauen. So, von daher, letztes Wort, wer eine AK will, ja, mit Gas Blowback, mit richtig viel Spaß. Ich zeige euch das nochmal, ich weiß jetzt gar nicht,
Leute, ich habe den Short Travel drin. Hört mal. Das Teil macht so mega Spaß und ich kann euch das Ding nur empfehlen. Und ich denke mal, das war es jetzt gewesen. Bruce BB2K Airsoft Stelle. Einen großen, fetten Dank nochmal an Pfitzner Waffen, an den Björn, der hier die AK für uns ins Land geholt hat. Du bist der Beste, ja, du bist der Beste. Okay, ich höre jetzt auf. Ich will nochmal. Oh, jetzt ist Gas alle. Das heißt auch, das Review ist zu Ende. Bleibt mir nur mein Spruch, wer meinen Kanal nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Macht's gut. Euer Bruce. Sicherung rein.